Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen. Wir sind hier im Startscreen eines Spiels, von dem ich fast nichts weiß. Es ist recht neu, irgendwie jetzt, weiß nicht, 1, 2 Monate alt oder sowas, vielleicht auch 3, ich weiß es gar nicht genau. Recht neu. Und ich weiß echt wenig darüber, außer dass es so ein bisschen Retro-Science-Fiction ist nach dem bekannten Roman von Stanislaw Lem, den ich nie gelesen habe. Der aber wohl ein ziemlicher Klassiker ist. Und ich weiß fast nichts, wie gesagt, über das Spiel. Ich habe es vorhin nur mal kurz gestartet, um hier zu sehen, ob es denn startet. Und ich habe geguckt, dass ich es auf Deutsch gestellt habe, zumindest den Text. Junge, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, den Text zumindest auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob Inhalt, ob Akustik, wird wahrscheinlich Englisch bleiben, schätze ich mal. Vermutlich. Kann man noch ein bisschen in den Einstellungen gucken. Also offenbar kann man hier PS-Controller. Nice. Offenbar kann man hier Dinge tun, ne? Letztes Jahr, von dem habe ich letztes Jahr ein Demo gespielt. Ich weiß quasi noch nichts über das Spiel. Hauptmenü und so weiter. Fahrzeuge, na gut, okay. Ich weiß fast nichts über das Spiel. Okay. Wir werden eventuell nochmal ins Menü gehen müssen, wegen Lautstärke und sowas, ne? Und ich weiß auch nicht, ob es flüssig läuft. Bin über das Menü noch nicht hinausgegangen, weil ich mich nicht spoilern wollte. Und ich wollte auch nicht irgendwie das Spiel anfangen und plötzlich ist da womöglich schon eine Cutscene oder sowas. Ne, also ja, ne? So. Ich weiß also quasi noch nichts über das Spiel. Werden wir mal sehen. Ne? Ja, also. Nehmen wir nochmal einen Schluck. Könnt mir denken, dass die Musik ein bisschen laut ist. Das ist ja häufig so. Und das kommt einem meistens auch egal vor, wenn man es selbst einfach nur spielt. Aber wenn man streamt, soll man ja die Stimme vom Streamer verstehen, ne? Das ist jetzt das fertige Spiel, ja. Das richtige Release. Genau. Hallo Camrakes, hallo, guten Abend. Ich würde mal sagen, ich drücke mal auf neues Spiel und lass mich mal überraschen. Ich weiß, wie gesagt, quasi nichts, was hier passiert. Ich drücke einfach mal. Ne? Also. Die Dragonfly, eine kleine aus 6 Mann bestehende Forschungseinheit des interplanetarischen Commonwealths, reist in entfernte Regionen des Weltraums. Nach der Erkundung zahlreicher Welten und unzähliger Planeten wurde die Forschungsmission für beendet erklärt. Auf dem Heimweg erwartet die Besatzung nur noch eine letzte Aufgabe. Aha. Er hat ein bisschen Fallout, stimmt. Ja, so ein wenig. Allen Risiken zum Trotz extrahiert Astrogator Novik eigenhändig ein seltenes und unschätzbar wertvolles Mineral. Novik beschafft zwar das Mineral, allerdings auf Kosten eines gebrochenen Beins und unerträglicher Schmerzen. Hallo Behemoth, guten Abend. Dennoch hält der Unfall des Astrogators niemand davon ab, das Ende der Forschungsphase zu feiern. Es war eine Zeit, die von großen Erfolgen gekrönt war und in der innige Freundschaften entstanden. Okay. Mit sich zufrieden setzten sie Kurs auf ihre Heimat und freuen sich auf eine wohlverdiente Pause in ihren Kälteschlafkammern.
am I? My head. Marit? Anybody? Okay, Bewegung. L2 halten. Ah, Hello? Is anyone there? Koval? Marit? Hey, this is Yasna. I was just with you. And now, I don't know where I am. Or how I got here. I've got a splitting headache. hallo Rotheka. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? It's probably nothing serious. No damage to the suit or bone structure. Just this headache. Aufgabe, kontaktiere deine Besatzung. Okay, ich kann den Blick wenden. Okay. Bollocks! Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter... It may still be working. Okay. Das ist so mit Entscheidungen treffen hier, was? Mal sehen. Keine Funkbarke. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? Sauerstoffgehalt. 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Suche nach dem Missionsprotokoll. Okay, ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Hi Nordisch. Herzlich und so. Top Game. Wer hat dir das nur vorgeschlagen? Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Mal sehen, wie sich das hier gibt. Untersuchen. L1. Ja, also ist es... Mal sehen, ob es gut ist. Ne? Kartenbeschreibung. Reader's 3. Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Bizarre. Marschrouten. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Ich kann gleich, nach dieser Sequenz kann ich gleich mal gucken. Oder kann ich jetzt gucken? Ja, ich kann jetzt gucken. Einstellungen. Die Gesamtlautstärke mache ich mal höher. Mal gucken. Also die Musik hatte ich schon ein bisschen runtergedreht. Müsst ihr mir dann sagen, ob das so soll, ne? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke.
Warte, das ist immer noch ein bisschen leise, ne? Ich kann es nicht lauter machen. Die Sprachausgabe ist schon maximiert. Ich kann höchstens Musik vielleicht so... Also es ist jetzt so... Es ist jetzt so laut, wie es geht. Inklusive Sprache. Das werde ich mir alles nicht merken können hier. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to... Top priority, get to the camp, okay. Right. I was heading straight to the camp. Camp Woodwind. You must be somewhere near. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Finde deinen genauen Standort heraus. Und? Was? Und? I'm looking for something that resembles a dog. Recht gemütlich bisher. Das da vielleicht, ja. Bingo! I found the dog! We have the first one. I need one more. Croco. Oder Needle, das habe ich schon gesehen. An object I called Needle. Das ist direkt da. Ey, was für eine coole Atmosphäre. Right. It resembles the eye of a needle. I report that I have established my position. Time to hit the road. Nadel angucken. Also ich behaupte mal, mit Orientierung werde ich es nicht so haben. Also ich hoffe aber auch, dass es nicht unbedingt darum geht. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Gerät? More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. A metal detector. Geil. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Hallo Cherubim. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Gefällt mir bisher sehr gut, aber ich habe ja auch wirklich noch nicht so viel gesehen. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Gibt es eigentlich sowas wie eine
ein Inventar oder so? Karte gibt es. Dialogoptionen. Wird mir wahrscheinlich alles zu dem Zeitpunkt angezeigt. Karte. Okay. Da hinten ist Camp. Das war echt eine Ecke weg. Na gut. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Warm? Getting warmer? Got you. I found it. Look for me on your trackers. Okay, er hat das mitgenommen. Huh. There's water on this desert planet. Nun, unbekannte Flüssigkeit. Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. I was about to. Already awake? Good. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up, slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Das ist wohl gerade eine Erinnerung, wie? Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Hm. Hier wird eigentlich eine Geschichte erzählt. Das ist Will you ziemlich help me cool. here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Come on. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Dass ihr Enough wohl... of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Kleine Schlucke und hydriert bleiben. Okay, sie fängt wohl langsam an sich zu erinnern. Die sind an einer falschen Stelle aufgewacht, ja. Okay. Moving on. Total faszinierend. Ich gehe da besser mal nicht rein. All right. No time to lose.
Also die Atmosphäre ist ja mal geil, ne? Also es vermittelt einem wirklich so ein bisschen das Gefühl, auf einem fremden Planeten zu sein, ne? Mit diesem sehr coolen Retro-Science-Fiction, dieser Retro-Science-Fiction-Atmosphäre. Time to go. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. But I can't go this way. Und spannend, was daraus wird, wenn ihr an der falschen Stelle aufgewacht sind. Also, wenn der Typ, der eine gesagt hat, hier, wir sind nicht an der richtigen Stelle, die Frau da, ich hab vergessen, wie sie heißt, Marit oder so, die schien das überhaupt nicht zu beunruhigen. Mal gucken, ob das hier passig ist. Warum summst du? If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Tut mir leid, wenn ich wenig sage, aber ich gucke da so fasziniert zu, ne? On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Und ich bin gespannt, wie viele Enden das haben kann. Okay, die Richtung stimmt wohl. Weil man kann ja hier anscheinend Sachen verpassen. Man kann hier Sachen verpassen, so Dialoge oder sowas, weil die Zeit abläuft oder weil man schnell irgendwas Bestimmtes sagen muss oder so. Oder tun. Reagieren, wie auch immer. Das war wahrscheinlich ein Punkt ohne Wiederkehr. Gibt es eine Lampe? Es gibt ein Fernglas. Zelte. I could already see the camp.
over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. Kante. Okay. Steiler Abhang, ne? Genau, hallo Kante. Vielleicht da. Das sieht doch so aus, als ob, oder? Aber kann ich wohl nicht hin, kann das sein? Vielleicht doch. Sanfter Abhang. Wie wär's, wenn wir den nehmen, anstatt den steilen? Great. A route that won't break my neck. I hope. Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Ich finde sowas cool. Solche Geschichten, wo man im Nachhinein rausfinden muss, was passiert ist. Ich mag auch unheimlich gern so Geschichten, wo die Helden der Geschichte irgendwie eine alte außerirdische Visibility could be better. Zivilisation finden und dann herausfinden müssen, Maybe I should wait. was da passiert ist. But if the storm gets worse, I'll be cut off from you. Okay. What happened? Where? I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Ja, ziemlich viel näher. Okay. I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. I don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me. Faszinierend. Ich schätze mal, das musste passieren, dieser Blackout. Ah. Wie kommt man... Ich gucke erstmal.
Anscheinend kann man hier lang gehen. Oha. Don't go bright sun. Don't let the night in. All my legs are heavy. And Bill is not inviting. Ich warte hier irgendwie noch darauf, Come to heaven. dass es hier so ein Quicktime-Event gibt. It's become too weary. Don't you go. Night is not that scary. I remember you. Regis' third satellite. Okay, dann weißt du ja schon mal, wo so ungefähr ist. Astrogator, sir. Crew, Dr. Gorski, right on time. Any updates? we have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In the word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, don't I? I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate.
concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Langsam fängt es an, sich zu erinnern. Du hast natürlich recht, die rauchen da noch. Ich habe mich damals auch ein bisschen... Also ich habe das ein bisschen merkwürdig empfunden, als ich gesehen habe, dass sie bei Alien geraucht haben. Im ersten Alien-Film. Interessant. Wir haben einiges erfahren jetzt hier. Der Unbesiegbare ist offenbar ein... Joa, eine Kampfmaschine, ein Roboter, irgendwas in der Art. Und die Allianz ist anscheinend eine andere Gruppe von Menschen. Oder eine andere Fraktion von Menschen, würde ich schätzen. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an androbot. Stop! Androbot, stop! What the... Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again? Oh, well. Never mind. Androbot, ja. Interessant. Artie. Okay. Artie steht aber nur so draufgekritzelt, ne? Oh, maybe if I... RT, default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Nochmal?
Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything all right? Ich schätze mal, nicht alles ist in Ordnung. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello? Anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator, Finally. I've been listening to you for 2 hours now. my receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please, I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Crowther at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Crowther, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. There's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Crowther. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Also mal ganz ehrlich, wie gesagt, ich spreche total wenig, weil ich so fasziniert dieser Geschichte folge. Das ist ja echt cool. Cool gemacht. Also bis jetzt, ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe. Aber das überrascht mich ziemlich angenehm gerade. So, also bis jetzt zumindest eine Geschichte, die nicht hektisch erzählt wird. Also nichts von wegen hier, los, weiter, weiter. Sondern man kann sich umgucken, man kann die Atmosphäre erfahren und eine merkwürdige Geschichte aufdecken. Coole Sache. Finde ich gut. Scheint ein cooles Ding zu sein. Mal sehen. Ich liege selten falsch bei den Tipps, Grimm. Ich gebe zu, du hast ziemlich häufig gute Vorschläge. Manchmal trifft es aber halt den Geschmack nicht. Aber in dem Falle hier war es wieder einmal ziemlich gut.
anyone else here? I found Dr. Krauter. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Die erste Analyse der Proben ergab eine Zusammensetzung aus Nickel, Eisen, Mangan, Beryllium und Titan. Ich wüsste zu gern, was das ist. Ich tippe auf einen riesigen Meteor aus Nickel und Eisen, der vor Millionen von Jahren in die Atmosphäre von Regis 3 eingedrungen ist und alles zum Schmelzen gebracht hat. Nein, warte. Vergiss es, die Form der strukturellen Sprache. Der Strukturen spricht eine andere Sprache. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Ah, okay. Finde den wahrscheinlich. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. Okay, checked. I'm leaving the tent. Interessant. Wirklich interessant. Diese geile Technik. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Mhm. Finde das Relais im Lager. Ah. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Zusätzliche Relais. Ganz interessantes Zeltkonstrukt hier mit diesem Eingang. Wahrscheinlich für Orte, wenn es nicht ganz so luftdicht sein muss. Fisch? Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand.
My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, but Collect the mineral samples. yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Probe in the Over. water. I'm switching to A manual. little, quick recce. I'm gonna take a look around. Distance 100. Base, are you there? A Raki? 300. I see no good reason. I won't allow it, Regis. Stay put. Copy that, Dragonfly. I'll stay dutifully at my post. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is lovely. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them. Moment. Do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Mhm. So, du hast gerade was durchgespielt. Etwas, zu dem ich vor langer Zeit inspiriert habe. Emots und ein Tipp. Vielleicht Vampir? Hallo, Makalanias. Ah, okay. Ist auch tatsächlich ein ganz schönes Spiel. Okay, also wir müssen Ersatzrelais finden. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Ich war erst genervt wegen der englischen Vertonung. Gott sei Dank hat das Gameplay genug überzeugt. Also ich fand die englische Vertonung ziemlich gut. Aber man muss natürlich auch sie irgendwie mögen, ne? Oh. Very good. I'm connected. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. Ja, ich hatte das Glück, dass ich das zu dem Zeitpunkt schon ganz gut beherrscht habe. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he?
His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Okay. Nichts Brauchbares. Okay. So, jetzt müssen wir die anderen finden, ja? Finden den Rest der Besatzung. Mhm. Ja, okay. Das heißt, wir müssen da aus dem Bereich wieder rausgehen, ne? Mal ganz kurz gucken. Gibt es hier eigentlich so eine Art Schwierigkeitseinstellung? Das sieht mir irgendwie nicht so aus. Klänge, Grafik, Sprache, Barrierefreiheit wohl kaum. Steuerung auch nicht. Also anscheinend... Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das beim Spielstart hatte, eine Schwierigkeitseinstellung. Und ein Speichermöglichkeit auch nicht. Also es ist offenbar Checkpoint-basiert. Gut. Das lässt mich eigentlich ganz optimistisch sein. Jasna, focus. What now? Nach den anderen suchen. Was ist das? Nichts, was ich benutzen kann. Was steht da dran? Was für eine Zeit? I should move. Finally, it works. Quota 5 meters. Careful. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Was für eine cool designte Landschaft hier. Nicht richtig? Vielleicht. Niedriges Level. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Got someone. I'm following the signal. Geil. There's something on the ground.
It's a journal. Tatsächlich ein Buch. Geological cross-section. Measurements. These are Merritt's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Wir müssen uns auf beides konzentrieren. Untersuchungen der Wasserchemie und geologische Bohrungen. Lehmablagerung, durchsetzt mit einer schwarz-roten Substanz. Weder geologischen noch planetarischen Ursprungs. Millionen von Jahren alt. Mindestens. Kosmosolidarische Allianz. Hauptsitz des Interplanetarischen Commonwealths. Raumfahrtabteilung Sonnensystem. Sehr geehrter Dr. Merritt, als Resultat der letzten interplanetarischen Konferenz möchten wir Sie für die anstehende Expedition Obeliskos oder Obelisco 3, Obelisk 03, so, zum Astrogator ernennen. Für die anstehende, okay? Ihre Fähigkeiten und Leistungen in früheren Missionen haben gezeigt, dass Sie für die nächste Phase der Erkundigung des Weltalls bereit sind. Wir würden uns über eine Antwort freuen, sobald Sie von Ihrer aktuellen Mission zurückgekehrt sind. Mit freundlichen Grüßen, General wahrscheinlich, Pirksart, befehlshabender Offizier Raumfahrtabteilung. Okay. I think I know where I can find her. Kann ich hier nicht hoch? Kann ich hier hoch? Na, okay. Dann geht das da wohl nicht lang. Da vielleicht. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. You don't need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Rucksack. The signal's coming from a cast-off backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Ah, lass mich raten, wir finden die Leiche. Oh. She's here. I found her. What's her condition? Merritt! Merritt! Wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. Nothing. 1, 2. Come on. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Live, damn it. Merritt. I beg you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Merritt. Astrogator. She's. I know. Doctor. Schade. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine.
all fine. Warum hat die ihren Rucksack abgelegt? Koval's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find him, Doctor, alive. I'm sure about that. Someone's here. Also das erste Opfer, ja? Was ist das für ein Geräusch eigentlich im Hintergrund? Ah, hier kann ich nicht hoch, wie es aussieht. Oh no. Yasna, status. Yasna! He's Koval? Don't do this to me. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Genau wie der andere, ne? Und was mit seinen Unterlagen? Koval. His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. Na, okay. I'll go over them. But it may take a while. Huh. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Aber es gibt Leben auf dem Planeten, hat er notiert. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Ich mache Notizen. Got him. The Androbot with Krauter is also on its way to the site. You'll need shortly. The lander's already descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Not at all. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Oh, ja, okay. Nicht ausrutschen, bitte.
Ganz nebenbei. Ich hätte übrigens nichts dagegen. Wenn es nur ein Ende gäbe. Wenn man also quasi die Geschichte erzählt bekommt. What could have led to all this? Krauser? Dear Merit. No cobble. An unprecedented degradation of equipment. Recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's difficult to find a consistent pattern. All of this seems insane. Pure chaos. But I don't believe in coincidences. The greatest threat to humans is usually, well, humans. So I believe our crew members have fallen victim to the Alliance's actions. I must say, in any other situation, I'd be sure of it. The Invincible, however, is not in the Lyra system yet. Their other ships have never even ventured near these regions of the galaxy. Or at least, there's no indication. Except for all these disturbing events. Right. Something doesn't add up. See you up there. Kann ich mich selber auch hier? Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Die Leiche untersuchen? Das ist eine relevante Entscheidung hier. Habe ich deshalb genügend Zeit, mir das zu durchsuchen? Ich bin ganz nah. Deshalb. I know time's running out. Still, I should go back for Merit. We need to find out what killed her. How did she die? For everyone's sake. Hadn't considered that. You want to carry her to the lander? Yes. I need to understand. Okay. Das war gerade eine Entscheidung anscheinend, die ich getroffen habe. Was ist bloß mit diesen Leuten passiert? Ich hoffe übrigens, dass ich hier in dem Spiel nicht wirklichen Zeitdruck habe. Höchstens vorgegaukelten. Wenn der plötzlich gesagt hätte, schnell, 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 wir müssen Gorski finden. Und es dann aber trotzdem, also es dann trotzdem mir möglich machen würde, dass ich mir noch ein bisschen Zeit lasse, dann wäre das gut. Anders als in Deus Ex. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. In Deus Ex. Hallo, guten Abend, Fading. Herzlich willkommen. Deus Ex Human Revolution. Da war es ja tatsächlich so, da hat man irgendwie den Auftrag gekriegt, hier, du musst dahin, da sind Leute in Gefahr. Und als erfahrener Videospieler denkt man sich, ja. Aber wenn du nicht hingegangen bist, rechtzeitig, dann waren die wirklich tot. Status? What's new? Well, nothing really.
At least not in the last 5 seconds. Yes, sir. Come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? I don't think we have much choice in the matter. There's only one way forward. Wie komme ich denn hier runter? I've served with Dr. Merritt for over 2 decades. He's made of sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. Warum kann ich denn hier lang? Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Merritt will be awarded posthumously. I'm taking you at your word, astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Ja, das ist so noch so ein bisschen altbacken von wegen erste weibliche und so weiter. Ne? Wo ist denn der? Wie komme ich denn hier runter zur Hölle? Wie komme ich denn hier runter? Außerdem, was passiert, wenn ich einfach lang gehe? Gar nichts. Ich kann nicht aus Versehen irgendwo runterfallen, wie es aussieht. Das ist natürlich beruhigend. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier runterkommen soll. Dadurch vielleicht? Yes, sir? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something. I'll report it. No worries, sir. Jetzt müssen wir erstmal kurz mal stehen bleiben, um wieder zu Atem zu kommen. Also das ist trotzdem... Wird nicht weniger. Erste weibliche Astrogator ist ja kaum zu glauben, oder? Aber die Geschichte ist ja viele Jahrzehnte alt, ne? This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Der Roboter hätte uns ja helfen können, oder? Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. So. Gorski.
Dann schauen wir mal. Die Karte ist hilfreich, auch wenn sie nicht super detailliert ist. Was sind das immer für Geräusche? My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Ah ja. Distanz 50. How did he come down? Ja, wie ist er runtergekommen? Hier anscheinend. Oder da hinten. Okay. Sah jetzt nicht so gefährlich aus, deshalb habe ich das mal gemacht. Dr. Gorski. Mal sehen, ob der wenigstens ansprechbar ist. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yeah, I located the probe. It's lying on the ground, inactive. can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. Ich liebe so dieses Design. Wisst ihr, ich glaube fast, es gibt eine Romanreihe, eine Heftromanreihe, habe ich schon ein paar Mal von erzählt. Ren Dark. Science-Fiction-Romane. Da gibt es nur 98 Hefte, obwohl es gibt mehr, aber die eigentliche ursprüngliche Serie war nach 98 Heften vorbei. Und ich glaube, das Design, würde man das verfilmen, würde gut dieser Sonde oder dem Länder oder dem Schiff entsprechen. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Liest du Sci-Fi? Naja, ich lese in letzter Zeit recht wenig. Also in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Recht wenig. Aber ich mag Science-Fiction-Geschichten. Ich habe früher viel gelesen und unter anderem halt Ren Dark. Teilweise auch ein bisschen Perry Roden, aber das war nur so ein bisschen nebenbei. Das war eine coole Sache mit dem Ren Dark. Die habe ich auch mir inzwischen nach langen Jahren auch mal wieder über eBay wieder zusammengekauft. Ich habe jetzt wieder alle Hefte, die es gibt. Also nicht alle in derselben Auflage, aber alle lesbar. Und das war ein ganz merkwürdiger Zufall, wie ich darauf gekommen bin. Weil in der Stadt, in der ich als Schüler gewohnt habe, als junger Kerl, da gab es und gibt es immer noch einen Zeitschriftenladen, Zeitschriften und Tabak. Und ich dachte so, One step at a time, Jasna. One step at a time. Ich dachte mir so, es wäre total cool, wenn es mal eine neue Science-Fiction-Reihe gäbe, die ich lesen könnte. Ich bin mal zufällig in den Laden reingegangen und da stand gerade das allererste, also die erste Nummer
von Rendark. Sternendschungel Galaxis, so heißt das erste Ding. Klingt ein bisschen merkwürdig und ist auch ist auch merkwürdig, aber das war also ein super Zufall, ne? Ja. Und die habe ich viel gelesen, aber nie ganz fertig, muss ich gestehen. Vielleicht sollte ich es nochmal tun. Go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Ich liebe auf jeden Fall Science-Fiction-Geschichten. Auch gerne so ein bisschen altbacken angehauchte. Ne, also für mich muss so eine Geschichte nicht zwangsläufig so, na, sag mal, modern und poliert und den aktuellen Erfordernissen angepasst sein, sondern einfach mal so eine coole alte Geschichte, so wie diese hier scheinbar ist, ne? Bin ich auch teilweise sehr froh drüber. Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. Mhm. Ich habe gerade das letzte Buch der Trisolaris-Reihe gelesen. Die Verfilmung erscheint im März auf Netflix. Davon weiß ich gar nichts. Mir ist, als hätte ich das Wort mal gehört, aber ich weiß nichts darüber. Ich habe tatsächlich allerdings in den letzten Jahren ein paar sehr lange Hörbücher, also quasi, ich habe mir das Buch quasi vorlesen lassen. Mehrere, teilweise sehr lange, die 20 oder mehr Stunden hatten. Das sind nicht wirklich Fotos. I recognize these structures. This is where they began to dig. Daten? 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Ich habe ehrlich gesagt Netflix gekündigt, weil ich es fast nie benutzt habe. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Hörbücher gehen für mich gar nicht. Aber das Hörspiel von The Three Body Problem, also eine Reihe, die ich gerade gelesen habe, gibt es auf YouTube. Ist auch super. Magst du keine Hörbücher? Echt? Ich höre jeden Tag. Also jeden Tag, an dem ich arbeiten muss zumindest. Auf dem Weg von und zur Arbeit, Hörbücher. Tagsüber auch. Tagsüber auch teilweise Hörbücher, wenn ich irgendwo lang gehe, einfach so, auch Hörbücher, die ich schon gehört habe. Es gibt so ein paar, die sind 15 Stunden lang oder länger und habe schon 3-4 Mal gehört. Ich liebe Hörbücher. Kann ich gar nicht. Ich muss selber lesen. Ja, okay. Ist jeder wie er mag, ne? Ich liebe Hörbücher. Also, wenn sie gut vorgelesen sind. Das ist wichtig. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Jasna. Because I am tired, Astrogator. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Aber generell lief ich Sci-Fi auch, ja. Also ich bin nicht immer in Stimmung dafür, aber wenn, dann gerne. Still high in the slide just before.
and earlier, quite normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Ein ganzes Wochenende im Star Trek-Universum verlieren? Ja, verstehe ich auch. Ich habe eine ganze Menge Star Trek-Bücher auch. Habe ich viel gelesen früher. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Ich weiß nicht, ob sie beschädigt ist. Wirkt, als wenn sie funktioniert. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Ich habe einen metallischen Sklaven. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Okay. Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Biene. Ball-I. Luna. Luna klingt gut. Biene. Ball-I. Wie Wall-I? Hm, keine Ahnung. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Gut. Ball-I, wie einfallsreich, naja. Geht so, ne? Ah, cool. Also die ganze Geschichte hier gefällt mir echt gut. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie nah die an der originalen Geschichte ist. Ich meine, wenn jemand das Buch gelesen hat, wüsste der jetzt, wie die Geschichte ausgeht? Ich komme hier nicht anders runter, oder? Ich muss noch mal kurz gucken. Nein. Wie gesagt, ich finde es ganz schön, dass man hier nicht Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought, and quite disturbing. Aber mal ganz ehrlich, Fading, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe schon richtig lange nicht mehr einfach mich irgendwie im Sessel zurückgelehnt, mit einer Tasse Kaffee oder so und einfach nur gelesen. Das ist Jahre her. Vielleicht mache ich es mal wieder. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the detector. Muss mich auch manchmal zwingen, aber wenn ich stundenlang drin bin, wenn ich drin bin, ja. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Ist ja häufig so. Wenn man mit irgendwas erstmal angefangen hat.
Ist auch mit Aufräumen zum Beispiel so. Oder sauber machen oder irgendwas sortieren. Ich soll den Detektor anlassen anscheinend. In eine falsche Richtung, glaube ich. Beim kurzen kommt bei mir kein Gefühl. Okay, jetzt gefällt's mir. Mhm. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. G überprüft den rechten Ausläufer. Riesige vertikale Struktur. Sie ragt über die Oberfläche. Wassertank. Unterirdische Strukturen. Viertens, also 1, 2, 3, 4. Viertens die bisher größte. 150 Meter im Berg. Markiert. Fünftens von Punkt 4 aus sichtbar. Azimut 53, Entfernung 200. Aber wenn ich mal hier genau gucke, wenn ich auf die Karte gucke hier, anscheinend gibt es keinen anderen Weg. Also nicht direkt zu Dr. Gorski. Ja? Wenn ich es richtig sehe. Links ging es auch noch lang, ich weiß. Wo komme ich denn hier hin? When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Kann ich hier zoomen eigentlich? Ein bisschen. Naja, ich schätze mal, ich muss der Spur folgen. Ein bisschen auf dem Boden ist ja, also auf dem Boden ist ja ein bisschen auffällig. In dem Detektor. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. Ist faszinierend.
kommt einem fast so ein bisschen schädlich vor, hier zu reden an der Stelle. Yasna, focus. What now? Sag mal, warum summt die eigentlich immer? Water was mentioned in the notes, around the third point. And I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Wie war das? Achso. Okay. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Ich nehme an. Hier lang? Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. And it's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I'm afraid I won't find him for a while. It's hard to see if these traces are fresh. This place is quite sheltered from the wind, so it could well have been hours since he left. No more than 6, considering the time frame we have. Take comfort in the fact that on a cosmic scale, it is nothing. Huh. Very comforting. I think we have the fourth point. Was ist das hier? Lava? Also mal ganz ehrlich, dieses Spiel verlässt sich ganz auf das Storytelling und kaum auf Gameplay. Und das macht's ziemlich gut. I should move. Oh, there's no time. Hier hoch? Hey, Luna. Hier hoch? Hm.
I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Okay, ist ja ein bisschen weit weg, ne? Das Schöne ist, man muss hier nicht irgendwie stehen bleiben, um hinter jede Ecke zu gucken, ob da irgendwie Ressourcen liegen oder sowas. Ich habe nicht das Gefühl, dass man was Wichtiges verpasst, wenn man nicht jede Ecke auslotet. Wie zum Beispiel die da. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Fällt mir jetzt erst auf, dass diese Sonde da nicht irgendwie so ein Antigravitationsfeld oder sonst irgendwas benutzt, sondern Rückstoß, Mini-Raketenantriebe. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Ein schöner Screenshot. Merkwürdig. Wait. Koval noted down the parameters. Punkt 5. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Weiß nicht warum, aber ich finde dieses Geräusch von der Flagge gerade cool. Hi, Luna. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit.
Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Mir ist gerade was aufgefallen. So rein storymäßig. Oder die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden. Ich habe mich in der Vergangenheit ein bisschen damit beschäftigt, wie Geschichten erzählt werden. Weil ich auch mal ein Adventure schreiben wollte oder mal eine kleine Geschichte oder sowas. Habe ich tatsächlich gemacht. Eine Geschichte geschrieben. Die ist zwar schlecht, aber ich habe sie geschrieben. Und ich habe mich mit der Theorie ein bisschen beschäftigt. Und was häufig vorkam als notwendiges Element einer Geschichte, ist es, dass der Protagonist oder die Protagonist, Nothing's changed, Astrogator. Understood. dass der Protagonist oder die Protagonisten sich auf irgendeine Weise verändern. Dass sie eine grundsätzliche wichtige Veränderung durchlaufen. Hauptsächlich innerlich. Im Sinne von, dass sie etwas wissen, einsehen oder sonst irgendwas, was ihnen vorher nicht klar war. Aber ich glaube, in so etwas älteren Geschichten ist das gar nicht unbedingt der Fall. Da wird wird erzählt, was passiert. Ne, weil wir sind hier nicht allzu tief in irgendwelche Charaktere eingestiegen. Ne? Bis jetzt wissen wir von kaum einem Charakter irgendetwas. Und trotzdem ist die Geschichte spannend. Ganz andere Art zu erzählen. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht schlecht. Es muss nicht immer alles... Es wurde diese Inform... Everything's all right? Yes. I just need a moment to think. Diese Art und Weise, wie man erzählen soll in Geschichten, also das, was dort sozusagen gelehrt wurde, kam mir teilweise ein bisschen dogmatisch vor. Also man müsse das so machen. Und wenn nicht, dann gäbe es keine Spannung oder dann würde was fehlen in der Geschichte. Ne? Ich sag mal so, eine Sherlock Holmes Geschichte, da gibt es auch keinen Charakterwechsel. Oder in der James Bond Geschichte. In der alten zumindest nicht. Ne? Muss nicht immer alles, finde ich, reflektiert werden mit einem totalen Sinneswandel oder mit einer tiefgreifenden Erkenntnis. Did you find something? I'll report it. No worries, sir. Okay. Oh, we have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us. But not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Discussion? Guck mal. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human.
Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Oder tot. Oder nicht ansprechbar. Dr. Gorski, are you here somewhere? Das ist die Sonde, ne? Ja. So, das sind die schwarzen Büsche, von denen sie geredet. Da löst sich was von. Oder das schwirrt irgendwie. Das. Gehe ich vielleicht besser nicht hin. Vielleicht sind das irgendwelche This mission drags on so much. Sporen oder sowas. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Na, okay. Muss wohl dahin. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They're high, more or less, from 1 to several meters. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Verteidigungssystem? Looking at the amount of sharp ends and edges, they're rigid. Probably a very hard structure. Not to mention their appearance. Yes? These bushes must serve a defensive function. Defensive? Against what? Good question. I don't see anything they could compete with. No potential predator on the surface or in the air. So, maybe it's something underground. Yes, maybe. Ich schätze, ich muss da lang, was? Gibt ja nicht großartig andere Wege. Ich bleibe zumindest mal... Vielleicht passiert dieses komische Loslösen von Partikeln bei denen, die in der Sonde sind. Hm? Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him.
That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Kommst nicht von weg, ja. Aber wir müssen gleich Feierabend machen, weil ich muss ja morgen wieder los. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Hm. Voll doof, ja. Teilweise ja. Eigentlich finde ich es gar nicht schlecht, aber kommst nicht weg vom Spiel. So meinst du das? Ja, okay. Ist auf jeden Fall geil. Gefällt mir gut. Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering 5%. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Okay, das ist wohl der Moment, wo sie auf auf dem Planeten auch auf dem Planeten gegangen ist, obwohl sie ja eigentlich an Bord bleiben sollte. Das kommt wohl gerade in ihre Erinnerung zurück, wie es aussieht. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Sieh dir den zweiten Lander an. Total geiles Design. Dieses alte Retro I'm ist inside. so geil. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Kann ich nicht auswählen hier.
Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen. Russige. Aus irgendeinem Grund dachte ich, da steht flüssige. Geh weiter in Richtung des Lagers. Okay. So langsam kommen die Erinnerungen zusammen, was? Jetzt holt langsam alles auf. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ist das die Stelle, wo sie ohnmächtig geworden ist? Und außerdem, warum sind alle Steine in die eine Richtung? Ist das Wind und Erosion oder was? Ich habe keine Ahnung. Geil. Hier. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for human. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This raid will reach the camp within an hour. So, continuing. We shouldn't place one above the other. You're saying yes, sir. The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Muss ja nicht immer was sagen, offenbar. Das ist auch ganz gut so. Nicht immer. This route may be faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. Was Wasserähnliches hier. Ich finde es gut, dass man immer nur eine Aufgabe hat. Und ich finde die Musik und die Hintergrundgeräusche klasse. One step at a time, Yasna. One step at a time. Fühle ich mich wirklich... What is this? Astrogator,
I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Ich fühle mich gleich ein paar Jahrzehnte zurückversetzt. Cool. Erstmal einen schönen Screenshot. Der Sound ist leider ein bisschen abgeschnitten gewesen, aber egal. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Aber ich muss da wohl durch, wie es aussieht, oder? That's not it. Okay. Doch. Muss wohl da lang, wie es aussieht. Yes, now focus. What now? Ach, das war die Erinnerung, was? Okay. Wir haben die Erinnerung durch. So, und jetzt muss ich an der Stelle aber tatsächlich Feierabend machen. Es ist tatsächlich super spannend. So spannend, dass ich die ganze Zeit nichts sage. Ich will auch die Atmosphäre nicht unbedingt kaputt labern. Geiles Ding. Geiles Ding. Also das machen wir auf jeden Fall weiter. Und vermutlich durch. Würde ich mal sagen. Na, also. Wir handhaben das so. Hier zurück ins Hauptmenü. Dein Spielstand seit dem letzten Speicherpunkt geht verloren. Ja, ich weiß nicht, wann der war, aber egal. Beenden. Ich stoppe die Aufnahme.